Ich habe gerade hier kurz genappt und ja, normalerweise geht das Wasser so bis hier hin und jetzt ist hier alles überschwemmt. Ich sage aber nur willkommen in Vietnam. Krass, es ist überall überflutet und also es geht mir bis hierhin teilweise. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Ich bin seit über einem Monat auf einer einjährigen Solo-Reise. Nur mit einem 40-Liter-Rucksack und einem Laptop, mit dem ich mir alles selber finanziere. Und nachdem im Zentrum von Vietnam plötzlich alles überflutet wurde, geht es für mich jetzt weiter in den Süden. Ich bin angekommen in Ho Chi Minh, habe gerade einen Chinesen kennengelernt, voll nett, habe mit dem jetzt gerade ein Taxi geshared und bin jetzt gleich bei meiner Unterkunft, die mich hoffentlich einlassen, weil mein Flug hatte Verspätung und muss mal schauen, was ist. Und deswegen ist es viel später als Check-in-Zeit, aber wird schon klappen. Ich wollte euch mal zeigen, wie man eigentlich in Vietnam so eine Straße überquert. Da gibt es ja auch keine Zebrastreifen, keine Ampeln, Verkehrssysteme, sondern man geht einfach über die Straße. Und das ist völlig wurscht, wie viele Autos sind. Du musst einfach mit viel Selbstbewusstsein rübergehen, am besten in der gleichen Geschwindigkeit und ja, die Fahrer fahren einfach um dich herum und hoffentlich überlebst du es. Yes, perfect. I love it. Und ich kann euch erzählen, ich bin mal wieder Gustav Ganz gewesen. Ich habe nämlich einen Einheimischen in meinem Hostel kennengelernt. Und weil wir uns direkt richtig gut verstanden haben, hat er mir einfach so angeboten, mir mit seinem Scooter ganz Saigon zu zeigen. Und dabei kann ich euch gleich etwas Interessantes erzählen. Und zwar offiziell heißt Saigon heute eigentlich Ho Chi Minh City. Früher war Saigon aber die Hauptstadt vom Süden Vietnams. Und nachdem der Vietnamkrieg von den Kommunisten gewonnen wurde, wurde die Stadt Saigon nach dem Anführer der Kommunisten, Ho Chi Minh, umbenannt. Für viele Menschen aus dem Süden war das natürlich nicht gerade positiv und deswegen sagen bis heute die meisten Einheimischen hier immer noch weiterhin Saigon. Was für ein Tag in Ho Chi Minh in Saigon. Habe einen Local kennengelernt am Morgen und der hat mich einfach den ganzen Tag herumkutschiert und war mein Guide. Einfach hat erst gesagt, so hast du Lust, ich zeig dir das, richtig süß. Und dann, er hat mich dann überall eingeladen. Ich sag so, nein, ich will dich einladen, du zeigst mir alles, das Dankeschön. Ich sag so, nein, ich. Und ey, also was für ein Tag. Er hat mich gefühlt auf fast alles eingeladen. Ich habe es nur geschafft, ihn auf einen Café einzuladen. Mega cool, habe richtig coole Sachen gegessen, viel gesehen. Und jetzt geht es für mich, übrigens hat mich sogar angeboten, dass ich mit ihm mitfahre in eine andere Stadt, aber ich habe keine Lust gerade auf wieder eine Stadt. Ich wollte jetzt mal ins Mekong Delta, glaube ich, heißt das. Und ja, wollte mal ein bisschen wieder mehr einfach Landschaft sehen, mehr die Natur. Und dann geht es auch wahrscheinlich Phuket rüber auf die Insel. Braucht ein bisschen mehr Beaches, mal ein bisschen mehr am einen Platz sein. Ich habe jetzt gerade viel Stadt, ich habe in letzter Zeit, brauche ja nicht so viel Stadt mehr. Aber richtig süßes Angebot und wahrscheinlich an einem anderen Zeitpunkt hätte ich sofort das Angebot angenommen. Das ist eine offizielle Busstation, so schaut das ja aus. Also hier bin ich jetzt hergefahren mit einem Grab-Taxi und habe mir jetzt hier einfach ein Ticket gekauft für 90.000, das sind genau 3 Euro. Und dann fahre ich eben rüber nach Ben Tre, das ist im Mekong Delta. Und ja, das ist so ein bisschen am Land draußen, Flusslandschaft, keine Ahnung wie das wird. Und ja, so schaut das aus, keine Ahnung, ich bin auch ein bisschen lost gerade. Also ich werde wahrscheinlich im Bus kommen, da steige ich dann ein und ja, wir werden sehen, was passiert. Ich weiß nämlich auch nicht. Ich habe jetzt ein bisschen Struggle, weil ich habe mir gerade eine Unterkunft gebucht und dafür brauche ich eine Ferry. Und diese Ferry geht aber nur bis 9 Uhr und es ist gerade nur noch 35 Minuten Zeit und beim Bus ist irgendwo stehen geblieben. Das heißt, ich brauche jetzt schnell ein Bike-Taxi, das rüber flitzt. Und ich hoffe, es kommt ganz schnell mit diesem Rubbisch, weil sonst muss ich was Neues suchen. Ja. Also, wieder Action pur. Das war richtig knapp gerade, aber ich habe es hierher geschafft. Es ist 5 Minuten vor 9 und ich glaube, jetzt kommt sie. Ich denke, jetzt noch 2 andere Leute, sonst wäre ich komplett los. Und cool, jetzt bin ich hier irgendwo. Keine Ahnung, ich sehe auch nichts. Ich weiß nicht, ob es schön ausschaut oder nicht. Aber jetzt fahre ich zu diesem Homestay rüber auf so eine Insel und bleibe ich mit mir 2 Nächte. Und ich freue mich gerade richtig, weil das ist richtig gemütlich dort. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich habe mir echt nicht so viel angeschaut, nur ein paar Bilder gesehen. Aber ich habe Bock, irgendwie jetzt wieder Natur zu haben, weniger Stadt. Und das ist die letzte Ferry. Richtig lucky, dass ich das gerade noch so erwischt habe. Voll cool. Aber jetzt steigen wir da mal ein. So, für diese Überfahrt zahle ich jetzt 2000. Ich glaube, das dauert aber auch nur 5 Minuten. Aber 2000, was sind das überhaupt? Das sind vielleicht so 7 Cent oder sowas. Die Preise ist schon geil, ja. Und jetzt geht es da irgendwo geht's da rüber auf eine Insel. Ich sehe ja auch nichts.
Und dann hat mich einfach dieser total nette Local mit seinem Moped zu meiner Unterkunft gebracht, weil der wohnt hier auch nämlich gleich ums Eck. In meinem bescheidenen Stübchen, richtig cool hier, gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, hier ist mein Badezimmer. Ey, das ist richtig cool. Also ich bin auf so einer, ihr müsst euch vorstellen, einer mini kleinen Insel. Richtig gemütlich. Freue mich gerade irgendwas zu entdecken. Ja, ist cool. So schaut das hier aus. Da vorne ist schon mal eine Türe und ist aber so ein Stelzenhaus. Ist halt einfach so ein richtiger Sumpfgegend hier und ich finde das richtig cool. Ich sehe das Ganze hier auch zum ersten Mal, muss ich sagen. Willkommen auf der Insel. Ist halt hier echt irgendwie halt ein eigener Vibe. Ich finde das richtig cool. Hier kann man einfach chillen und da hinten kriege ich jetzt gleich mein Frühstück. Ja, werde dann gleich heute die Insel erkunden gehen. Bin gespannt, was hier, ja, wie es hier so ausschaut, was man hier so machen kann. Auf jeden Fall gibt es hier ziemlich coole Flusstouren und so weiter. Von dort komme ich und jetzt geht es hier rüber, über die Brücke, zu einer nächsten Insel. Und von dort, keine Ahnung, wenn er noch weiterkommt. Dann ging es für mich mit der Ferry, natürlich zusammen mit meinem super coolen Fahrrad, rüber aufs Festland. Ich bin einfach im Paradies angekommen, das ist einfach die Coconut Street hier, also ich nenne sie so. Und ich pflück mir einfach hier meine geile Coconut. Komm runter, mein Schatz. So, 2 Kokos für später. Das ist ein Träumchen. Das ist Leben, Leute. Jetzt hole ich mir hier ein paar Miechen. Hab Bock und vielleicht irgendwas anderes. Keine Ahnung, was es alles gibt. Ich habe gerade hier kurz genappt und ja, es ist irgendwie normalerweise geht das Wasser so bis hierhin. War ich noch gerade, ich sag euch, also eine halbe Stunde und jetzt ist hier alles überschwemmt. Willkommen in Vietnam, Leute. Also ich weiß nicht, diese Flut und Überschwemmung irgendwie, egal wo ich bin, das verfolgt mich. Gut, dann geht's halt mal wieder zurück. Das ist ja. Ich weiß nicht. Das ist so lustig immer. Das ist eh nicht tief. Also weil hier halt auch Platten sind. Hier ist es sautief, glaube ich. Also sind extra Platten gebaut. Ich sage einfach nur willkommen in Vietnam. Ja. Also ich weiß nicht, Flut und ich, wir sind einfach Best Friends, deswegen folgt sind einfach überall hin, egal wo ich hingehe. Also funktioniert hier das Leben im Mekong-Delta. Das ist so witzig. Krass, krass. Ich meine, da war ja vorhin nicht einmal irgendwie Wasser, also es ist überall überflutet und also das geht mir bis hierhin teilweise. Das ist schon krass. Aber zumindest mein Stelzenhaus verschont. Während ich ganz entspannt am Arbeiten bin, ist die Flut, wie ihr links sehen könnt, immer noch am Steigen und ja, ich hoffe, dass mein Haus stehen bleibt. Einen wunderschönen guten Morgen und ja, wie ihr seht, so scheint hier eine ganz normale Morgenroutine auf der Insel auszuschauen.
Das ist komplett verrückt. Jetzt schaut mal den Wasserlevel jetzt hier an. Also das ist ja praktisch nicht vorhanden. Also gerade so, dass überhaupt noch Wasser drin ist. Und das war alles voll hier überschwemmt. Also das sind ca. 2 Meter Unterschied. Also das ist wirklich, schaut glaube ich im Video gar nicht so hoch aus, aber das sind locker 1,5 Meter oder sowas. Oder ja, alleine die Säule und dann war es hier noch höher. Also ich glaube der Wasserunterschied ist so fast 2 Meter. Das ist schon wirklich verrückt, finde ich. Um das Ganze euch mal zu erklären. Das Ganze ist ein Phänomen, das spielt sich rund um den Vollmond ab. Und zwar sind das ca. 5-6 Tage, wo einfach die ganze Insel dann immer wieder zyklisch, wenn die Flut kommt, komplett überflutet ist. Das ist vielleicht so für 4, 5, 6 Stunden. Und dann kommt die Ebbe und dann ist es wieder weg. Und das ist eben für 6 Tage. Und die restliche Zeit des Monats ist das aber bei weitem nicht so stark und deswegen kann man da auch dann sehr gut leben. Hello, how are you doing? So it's really funny. So funny. So we heading out and explore the floated island now. Oh wow, okay, enjoy. Thank you. Harry, smile the camera. We were in the swimming pool. I just sent something to my mate like Yeah. 2 hours ago to show him when it's dry. Yes. Just Yeah. go to send it to him. Yes. No, I love it. I think you can understand it if you don't see it. Exactly, it's like Yeah. it's so authentic. How many people have done this kind of thing? Yeah. Been to a place where half of the day you're underwater. Yeah. It's the most usual shit here. Yeah, let's meet there in 5 minutes. 5 minutes sounds good. Yes. Und ja, so habe ich 3 wunderschöne Tage in Ben Tre verbracht, am Mekong-Delta. Das war natürlich eine extrem coole Erfahrung. Ich meine, wann passierte schon sowas? Bin immer richtig dankbar für solche coolen Ereignisse. Und ja, für mich geht es auf jeden Fall jetzt schon wieder weiter in Richtung Kanto. Das ist immer noch am Mekong-Delta. Und dort werde ich die, glaube ich, schönste Erfahrung meiner ganzen Reise machen. Dort durfte ich 2 Wochen bei einer einheimischen Familie leben. Aber dazu mehr im nächsten Vlog. Falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr für den Daumen nach oben freuen und wenn ihr Fragen zur Reise habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Also, danke fürs Zuschauen. Ciao.